Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, zum einen geht es heute um diesen Spieletitel hier, Reshoot R von Richard Löwenstein, dem ehemaligen Chefredakteur der Zeitschrift Amiga Joker. Und zum anderen geht es heute auch um eine Grundsatzfrage, wie doll sollte man einen C64 oder einen Amiga modifizieren dürfen. Ich bin der Meinung, es sind keine Grenzen gesetzt, es sei denn, man beschädigt oder zerstört den Amiga. Ansonsten zählt eigentlich für mich nur der Spaß und das bestmöglichste Ergebnis. Und da kommen auch moderne Karten ins Spiel, wie zum Beispiel die Apollo Firebird für den Amiga 500 oder das Turbo Chameleon 64 für den C64. Sind Modifikationen, natürlich hebeln die so ein bisschen die Eigenschaften des C64 oder des Amiga 500 aus. Meiner Meinung nach wird er aber in alle Richtungen erweitert, sowohl der Amiga 500 als auch der C64. Und unterm Strich kommt es doch einfach nur darauf an, wie viel Spaß wir haben. Denn dafür sollte ja unser Hobby sein, für den Spaß. Und wie dieser Titel auf dem C64 und auf dem Amiga 500 performt, das schauen wir uns jetzt mal an. Los geht's! So, anfangen tun wir dann mit meinem Amiga 500 und seiner eingebauten Apollo Firebird. Gleich schalten wir rüber zum C64 und dem Turbo Chameleon 64 in meinen Let's Play Bereich mit Greenscreen und so weiter. Aber zuerst schauen wir uns mal hier an, wie es denn der Amiga 500 performt. Natürlich ist diese Karte FPGA basiert. Das kriegt man natürlich auch in einem Mist oder Mister. Aber ich finde, dadurch, dass man den Amiga immer noch erweitert in seiner Funktion. Man kann ja das Floppy nach wie vor nutzen, beziehungsweise in meinem Fall habe ich hier einen Gotek. Man kann die ganz normalen Anschlüsse nutzen und man hat halt auch noch Tastatur, das Gehäuse. Man hat ja noch einen Amiga vor sich stehen. Ich persönlich sehe das halt nicht so eng. Natürlich gibt es die Meinungen, die sagen, nee, mir kommt nur Original-Hardware ins Haus. Auch das ist völlig legitim und völlig okay. Aber ich bin der Meinung, solche neuen Karten beleben den Markt und sorgen auch dafür, dass halt andere Sachen für den Amiga weiterhin produziert werden. Genauso wie der Pi-Storm, den besitze ich auch, oder die AK 500 Plus oder wie in dem Fall hier die Firebird oder die klassischen Turbokarten. Es gibt ja für jede Sparte und für jeden Geschmack gibt es was zu kaufen und unterm Strich geht es wie gesagt nur darum, dass wir alle zufrieden sind oder Spaß haben daran. So, ich würde mal sagen, wir schmeißen einmal das Spiel an. Ich möchte einfach nur mal zeigen, wie das denn auf diesem Amiga läuft. Soundqualität wird erstmal nicht so gut sein, aber gleich wird sich das ändern. Der Soundtrack ist nämlich wirklich hörenswert, aber das wird gleich noch in einer besseren Qualität. Ich spiele es auch nur kurz an. Gespielt wird natürlich mit dem Competition Pro.
So, das würde ich sagen, war erstmal so für den Eindruck auf dem Amiga 500 und wir schwenken mal rüber zum C64. So, wir sind angekommen in meinem Let's Play-Bereich. Hier ist natürlich das Bild und der Ton deutlich besser. Ihr seht hier oben meinen C64 eingeblendet. Hier hinten links seht ihr einmal meinen VIC-64. Darüber werde ich auf jeden Fall ein Video machen, weil das meiner Meinung nach ein wirklich tolles Stück Hardware ist. Genauso wie das Turbo Chameleon 64, was hier rechts angesteckt ist. Auch darüber werde ich mehrere Videos machen. Im Hintergrund seht ihr den OSSC, damit ihr das Bild des Chameleon gestochen scharf auf eurem Monitor sehen könnt. Reshoot R werde ich spielen mit dem Arcader, den ich mir auf der Amiga 37 gekauft habe. Das hier ist das Menü des Turbo Chameleon und ich würde sagen, wir starten mal den Amiga Core des Amiga 1200. Natürlich ist FPGA der normalen Emulation eigentlich immer vorzuziehen, wenn der Core gut geschrieben oder portiert ist, denn funktioniert die Emulation, was keine ist, aber die Imitation der Schaltkreise, der Prozessoren und der ICs und so weiter deutlich genauer als eine Emulation. Denn die Emulation ist nur softwarebasiert und hier werden wirklich exakte Schaltkreise nachgebildet. Und jetzt bootet ihr einmal die Workbench. Das dauert einen kleinen Moment. So, Amiga Workbench 3.2.1. Da gibt es ja jetzt, glaube ich, ja schon das 3.2.2 Update. 2 MB Chip RAM und 28 Megabyte normaler Speicher. Wir können kurz mal Sysinfo reingucken. Da seht ihr schon AGA Lisa Chip, Prozessor 68020 und AGA Alice. PAL ist klar. Und ich würde sagen, wir starten mal das Spiel. Und ich muss wirklich sagen, der Shooter hat mich wirklich abgeholt, denn es sollte ein Arcade-Shooter sein und ein Arcade-Shooter spielt man ja immer wieder. Also ich habe bestimmt 50, 60, 70 Mal neu angefangen, um auf der Jagd nach einer Highscore. Das ist wirklich herausfordernd. Das beginnt relativ human und steigert sich dann nachher Richtung ordentlich Schwierigkeit. Ihr werdet es gleich sehen. Der Soundtrack geht auch gut ins Ohr. Also da hat er wirklich einen hingelegt, das kann man so sagen. Das macht wirklich Spaß. So, und spielen tue ich das hier, wie gesagt, über den C64 mit dem angesteckten Turbo Chameleon 64. Reshoot R. So, Modern Amiga Schmatt bei Richard Löwenstein. Ja, hier die Highscore 21.000. Das geht aber besser. Und ich gebe mein Bestes. Ich möchte euch ja ganz gerne auch das Level 2 zeigen. Gerne auch Level 3, aber ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ich finde dieses, wenn man auf Sachen
schießt, beziehungsweise die auch trifft. Finde ich ein sehr gutes Gimmick. Denn somit hört man auch ganz genau, ob man jetzt gut trifft oder nicht. Ah, nein, das war unnötig. Mein Unbewusstsein wollte gerade den Stein einsammeln. Da war ich gerade im falschen Spiel scheinbar. Das lässt sich wirklich extrem präzise steuern. Es wird aber schwerer. Weapon. Speed up. Weapon. Weapon. So, da muss man dann aufpassen, wenn man diese großen Steine zerschießen möchte. Die haben natürlich die Angewohnheit, wenn sie denn explodieren, in alle Richtungen zu fliegen. So, jetzt das war super. Den habe ich jetzt schon mal. Den unter. Den unteren Gegner, der da in den Steinen saß, den muss man relativ zeitnah erledigen, weil sonst, wenn man sich hier um die Steine kümmert und dann noch seinen Geschossen ausweichen muss, das ist dann zu doll. So, jetzt gibt es aber hier um die Ohren, liebe Freunde. Ja, ein Moped hört man. Vielen Dank dafür. Tu das laut, dass das Moped so laut ist. Tut es nicht. Komm ich auch. Ja, ich habe leider keine gute Waffe. Und das meine ich, dass man unten denken würde, das gehört zum Hintergrund. Da kann man aber leider Gottes dran hängen bleiben und sein Leben dran verlieren. Das hat bei mir auf jeden Fall einen Moment gebraucht, um zu differenzieren, was sich im Hintergrund befindet oder wo man gegenfliegen kann. Aber ich würde sagen, wir probieren noch eine Runde. Ich möchte euch doch so gerne das zweite Level zeigen. Speed
Speed up. Ja, das ist ein Speed up. AGA-Shooter auf dem C64. Speed up. Das Weapon. Turbo Chameleon 64 macht das möglich. So, jetzt das sieht schon mal besser aus. Hier hinten. Weapon. Speed up. Weapon. Weapon. So, als erstes muss ich gleich den Gegner, der unten an den Steinen ist, erledigen. Max. So, genau den da unten meine ich. Nein. Nein. An den Steinen. Ihr seht es ist nicht gerade leicht. Ich muss aber nochmal. Das lässt mein innerer Schweinehund jetzt nicht zu, dass ich hier das Let's Play hier beende. Also ich bin schon mal deutlich weiter gewesen. So viel Zeit muss sein. Speed up. Speed up. Weapon. So, ganz cool, wie das Raumschiff seine Farbe verändert. Also der innere Bereich von dem Raumschiff. Und dass man so gut und präzise den Schüssen ausweichen kann, ist auch eher nicht so selbstverständlich. So, das Spiel ist in keiner Phase unfair, meiner Meinung nach.
So, das sieht schon mal... Weapon. Ich wollte gerade sagen, das sieht schon mal super aus. Sag mal. Weapon. Speed up. So, genau, das wollte ich. Den da unten wegschießen. Aber jetzt ist auch deutlich mehr... Überlebenschance hier. Da unten stapeln sich nämlich die Steine und meine Waffe ist leider nicht stark genug, um die Steine zu zerschießen. Weapon. Nicht noch. Max. Da wäre ich schon fast wieder gegengeflogen. Max. Ja, das läuft ja schon mal deutlich besser. Max. Max. Escalation. So, jetzt bin ich noch schnell genug dafür, auf jeden Fall. Ey, Wahnsinn. Nein, 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 nein. Oh, nein! Oh, ihr habt's gesehen. Ich habe den Endgegner vom ersten Level besiegt, aber ja, das war knapp. Aber hier machen wir jetzt mal Schluss. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Spiel gefallen hat. Habt ihr das Spiel selber oder habt ihr vor, es euch zu kaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare, es interessiert mich wirklich. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.